Mein Name ist Alex Moschitz, Pronomen er, ihn, und ich arbeite im Verein für Männer- und Geschlechterthemen. Mein persönlicher Fokus ist in der Fachstelle für Burschenarbeit. Ich habe eine Tätigkeit im Institut für Männer- und Geschlechterforschung, aber ich glaube, Sie interviewen meine Kollegin, die Alice Cambo, auch noch. Die wird dann mehr zu dem Bereich sagen. Mein Hauptfokus ist die Fachstelle für Burschenarbeit, wo wir seit ungefähr 20 Jahren zu Männlichkeit mit jungen Männern, mit Burschen, mit Jungs, aber auch teilweise mit ganzen Klassen, also mit allen Geschlechtern arbeiten. Genau, wo wir versuchen, Veränderungen in Männlichkeitsbildern zu schaffen und je nach Projekt auch andere Ziele dabei haben, aber das Fokus ist immer mit Männlichkeiten. Also ja, ich halte es für wichtig. Zum Thema emotionale Intelligenz, ich halte es deshalb für wichtig, einerseits um die Jugendlichen, die Kinder selbst zu befähigen, zu ermächtigen, weil Emotionen ja total wichtige Informationen für uns bereitstellen. Das heißt, wenn ich was empfinde, Wut, Trauer, Angst, Unsicherheit, dann steckt dahinter meistens ein Bedürfnis, das entweder erfüllt oder nicht erfüllt ist. Und diese Information, die ist jetzt schon einmal sehr wichtig für uns alle, damit wir unser Leben einigermaßen gut gestalten können. Das heißt, in erster Linie zur Selbstermächtigung oder zur Ermächtigung, zur Bemächtigung der Jugendlichen finde ich es wichtig, aber auch für sich selbst. Ja. Natürlich auch für das Wohlergehen. Also ich werde keine guten Beziehungen führen können, wenn ich in dem Bereich nicht irgendwie eine Sensibilität habe, wenn ich mich nicht mit Emotionen und Bedürfnissen auseinandergesetzt habe. Das heißt, es ist für mich und mein Umfeld total wichtig, auch mich damit auseinanderzusetzen. Und ein weiterer Punkt, der mir auf die Schnelle einfällt, ist ein gewaltfreieres Leben funktioniert ja auch nur so, indem ich einfach weiß, indem ich meine Emotionen einschätzen kann, weiß, was dahinter steckt. Und gerade bei Jungs kommt ja dazu, dass die erste Emotionsreaktion ganz oft Wut oder Verärgerung ist, insbesondere in stressigen Situationen. Und Wut und Gewalt haben schon auch viel miteinander zu tun. Und in dem Sinne für die ganze Gesellschaft, für gewaltfreieres Verhalten finde das sehr wichtig. Soll ich auf den Begriff neue Männlichkeiten auch noch eingehen? Ja, das wäre super, danke. Wir verwenden den Begriff teilweise auch neue Männlichkeiten. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Begrifflichkeit, weil es suggeriert, dass es eine alte Form von Männlichkeit gibt und eine neue Form von Männlichkeit. Und das stimmt vielleicht, wenn man sich die Hegemonien anschaut, also jene Männlichkeitsbilder, die dominant sind in unserer Gesellschaft. Aber es gab immer schon fürsorgliche Männlichkeiten, es gab immer schon emotional zugängliche Männlichkeiten, also Männer, die das alles können haben. Sie sind nur sehr ausgeblendet, in der Minderheit, werden abgewertet. Ich glaube, am einfachsten oder am bekanntesten ist es, wenn Männer irgendwie einen ganz starken Gefühlsausdruck haben, dann werden sie automatisch als schwul gelesen, als schwul eingestuft und auch zeitgleich als schwul abgewertet. Also da geht auch immer eine Abwertung damit dann einher. Das sind aber auch gerade Männer, die einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben und die auch gut zeigen können. Und in dem Sinne ist es ja keine neue Männlichkeit, sondern es ist eine andere Männlichkeit. Wenn wir jetzt in der Fachstelle für Burschenarbeit bleiben, dann ist unser Hauptfokus, dass wir Workshop-Projekte entwickeln oder so Peer-to-Peer-Ansätze verfolgen. Das heißt, einerseits gehen wir selbst in Schulen von Volksschule bis Matura-Klasse
und arbeiten zu verschiedenen Themen. Andererseits bilden wir teilweise Jugendliche aus, die dann eben mittels Peer-to-Peer-Ansatz selber mit Jugendlichen arbeiten. Ein Projekt davon heißt zum Beispiel Neue Männlichkeiten, genau, wo wir versuchen, gewaltpräventives Arbeiten mit allen Geschlechtern, aber mit dem Fokus auf Männlichkeiten in Schulen und in Gruppen zu implementieren. Workshop-Projekte drehen sich generell einerseits, wie gesagt, immer mit dem Fokus Männlichkeit, manchmal um sexuelle Bildung, manchmal um Care-Arbeit, Berufsorientierung in die Richtung. Dann gibt es auch noch ganz konkrete Projekte, die sie zum Beispiel mittels Rap-Musik mit Beziehungsgewalt auseinandersetzen. Also versuchen wir über dieses Thema Rap-Musik in das Thema Beziehungsgewalt einzusteigen und da präventiv zu wirken. Das letzte Projekt machen wir in Kooperation mit dem Verein Frauenhäusern. Genau, also es gibt verschiedene Projekte, wie wir versuchen, dort tätig zu werden. Und teilweise machen wir auch Fachkräfteschulungen, wo wir dann mit Fachkräften zu den Themen arbeiten, damit sie das auch in ihrer Arbeit einbauen können. Das ist aber größtenteils mehr Aufgabe der Forschungsabteilung, also da können Sie vielleicht mit der Alice Kamba noch ein bisschen drüber reden. Wir wollten nämlich gerade auf dieses Thema kommen, dass wir manchmal in Schulen erlebt haben, dass natürlich sind nicht alle Schulen und Klassen gleich privilegiert. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Levels an Wohlstand, an sozialer Herkunft, an Bildung der Eltern, an Vorwissen, an Wissen über die Systeme, über die Institutionen, über Zugänge zu Institutionen. Das führt dazu, dass wir in manchen Klassen, vor allem im städtischen Bereich, vermehrt marginalisierte Gruppen in Schulen vorfinden. Das heißt, gerade im städtischen Bereich wird viel aussortiert, das heißt, Personen, die irgendwie die Möglichkeit haben, an eine bessere Schule zu kommen, bekommen diese Möglichkeit oft, und jene, die diese Möglichkeit nicht haben, werden dann gesammelt in manchen Schulen dann zusammenpfercht, sage ich mal, oder halt zusammengelegt. Und daraus entstehen natürlich besondere Probleme, weil diese Kids wenig Zukunftsaussichten oft haben, weil viele wenig Ressourcen im Umgang mit eigenen Emotionen und Gewalt haben. Weil manche, wenn nicht viele davon, auch Gewalt erleben tagtäglich. Weil das Thema Impulskontrolle ganz schwierig wird in solchen Klassen, weil die Lehrpersonen aus der Überforderung heraus auch total verachtend agieren teilweise, insbesondere was Rassismus und Klassismus betrifft. Das heißt, die Kinder werden ständig abgewertet drin. Und in so einem Umfeld zu arbeiten, ist schon was ganz anderes, als in einem Gymnasium zu arbeiten, wo einfach vielleicht mehr Ressourcen vorhanden sind. Und das sind schon zwei riesen Unterschiede von der Arbeitsweise her. Genau, und die Herausforderung war tatsächlich, unsere Gruppengrößen sind im Durchschnitt 12, beschränken sich auf 12 Personen. Das war tatsächlich schon zu viel in solchen Klassen, um gut sexuelle Bildung machen zu können zum Beispiel, was umso wichtiger wäre. Und was uns dabei gelungen ist, dass wir die Gruppengrößen durch eine Sonderförderung auf bis zu 6 oder 7 Jugendliche reduzieren haben können. Und seit uns das gelungen ist, funktionieren die Workshops auch richtig gut. Das heißt, das zeigt auch, was bildungstechnisch möglich ist, wenn man die Umstände für die Jugendlichen so gestaltet, dass sie ein Lernumfeld kriegen, wo sie arbeiten können. Die Ergebnisse dieser Bemühungen war, dass wir tatsächlich das geschafft haben, kleinere Gruppengrößen zu bekommen. Idealerweise
können wir das fortsetzen natürlich. Also idealerweise, je kleiner eine Gruppe ist, meistens desto besser kann man damit arbeiten. Das hat aber sehr, sehr viel mit der Finanzierung zu tun. Es macht halt finanziell einen großen Unterschied, ob ich mit 12 oder mit 20 Leuten arbeite. Vor allem für die FördergeberInnen. Und in Politik geht es oft um Geld und Zahlen, was kann man erreichen damit. Und es ist natürlich auch attraktiver in einem Projektantrag, wenn dort steht, man erreicht 1000 Jugendliche, als wenn man reinschreibt, man erreicht die Hälfte um das gleiche Geld. Die Wahrheit ist aber, dass wir versuchen müssen, qualitativ gute, hochwertige Arbeit zu machen, und das geht lediglich, wenn wir gute Gruppengrößen haben. Und da werden wir natürlich auch dafür kämpfen, dass wir die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zusammenkriegen, was aber leider nicht immer einfach ist. Bestimmt sehr viele. Was mir wirklich Herzensangelegenheiten ist, dass wir städtische Mittelschulen in Österreich wirklich so auf die Beine stellen, dass darin Lernen wieder möglich wird. Das heißt, die Klassengrößen, die Schulgrößen massiv reduzieren. Ich weiß, es gibt einen Lehrermangel, ich weiß, wir haben da viele Probleme, aber das wird den Jugendlichen tatsächlich eine Chance auf Bildung geben. Unter den aktuellen Zuständen, finde ich, sind das Generationen, die bewusst oder unbewusst links liegen gelassen werden, sagen wir so. Und das ist vielleicht die größte Empfehlung, wenn wir wirklich Interesse haben an diesen Personen, diesen Kindern, an diesen Jugendlichen, dann müssen wir da tatsächlich große Schritte setzen. Und vielleicht für die Burschenarbeit, für alle, die mit Jungs arbeiten, eine große Empfehlung, die ich gern mitgebe, ist, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Männlichkeitsanforderungen in prekären Verhältnissen die gleichen sind wie in akademischen Verhältnissen. Also wenn wir jetzt Männlichkeit im akademischen Umfeld, zumindest in den Sozialwissenschaften, uns anschauen, dann kriegt man da keine Belohnung für sexistisches Verhalten zum Beispiel. Jungs in prekären Verhältnissen kriegen dafür oft eine Belohnung von ihren Peers. Und diese Männlichkeitsanforderungen sind ganz essentiell für junge Männer, weil das ist ein Grundbedürfnis, natürlich dazuzugehören zu dem System. Und das heißt, es ist viel schwerer für einen Jugendlichen in einer städtischen Mittelschule antisexistisch zu handeln, als es für uns, die in einer komplett anderen Lebenswelt leben. Das heißt nicht, dass wir es gut finden sollen und denken, okay, jetzt lassen wir das dabei, dann ist es halt so. Aber das müssen wir berücksichtigen, dass wir nicht unsere Männlichkeitsvorstellungen einfach ihnen pädagogisieren können und dann ist alles gut, sondern wir müssen da schon umfangreicher dazu arbeiten und zumindest einmal das Verständnis entwickeln, dass die Männlichkeitsbilder einfach wesentlich schwieriger zu verändern sind. Genau.